Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Heute die Fahrt von München nach Wien, 430 Kilometer nonstop mit dem Rennrad. Mann, wie geil. Genieß es. Ciao. 9 Monate Training führten genau zu diesem Tag. Das war die geplante Tour. Ziel, alle 100 Kilometer eine Pause zu machen und innerhalb von 24 Stunden von München nach Wien nonstop aus eigener Kraft zu fahren. Das ist übel. Ein Platten. Theoretisch kann sie bis 8 Bar ranpumpen, aber das Geile ist, sie hat keine Anzeige. Expertennahrung haben wir einfach weggelernt mit Gülle. Powerade und Gatorade gemixt als ultimatives Supergate. Oh shit, ich bin nackig! Ja, falls du in 4 Stunden in Wien bist, melde dich bei mir. Tschüss, gute Fahrt! Oh yeah, die GoPro steckt noch in der Tasche, wird auch so bleiben, weil es ist stockfinster, noch die nächsten 6 Stunden. Dementsprechend habe ich hier das kurz genutzt, das Licht, um ein kleines Update zu geben. Alles läuft perfekt. Mann, macht das Spaß, das ist mega geil. Müsli-Regel Nummer 2, bin ein bisschen hinter dem, was ich essen sollte, aber ich genieße einfach. Und zwar für mich immer absolut unklar, wie sowas passieren kann. Und zwar denke ich mir einfach schon so, ja, die letzten 40 Kilometer denke ich mir wahrscheinlich, ja, irgendwie beim rechten Pedal, ich sitze minimal zu hoch, also ich drehe manchmal das Knie ganz durch, soll mir ja nicht und denke mir auch, ja, das fühlt sich manchmal nicht gut an. Bei der Bewegung fällt einfach auf, manchmal trete ich ganz durch. Ich habe den Sattel jetzt einfach minimal runtergestellt, halben Zentimeter vielleicht. Und ja, aber es ist mir unklar. Also bin mit der Einstellung sehr 1000 Kilometer gefahren. Dann ist dieser Tag, wo ich diese Tour mache und dann denke ich mir, minimal zu hoch. Unfassbar, ich verstehe es echt nicht. Vielleicht hat irgendwas mit Massage oder Füße damit zu tun, aber wenn ihr es wisst, gerne in die Kommentare. Ciao, Status 70 Kilometer, 25er Schnitt, alles tief und entspannt. Irgendwo in einem Dorf. Ich sag's euch, liebe Leute, hier macht noch was mit. Gerade in Braun an den angekommen, der Stopp müsste gleich da sein. Alles abgesperrt. Eine kleine Umfahrung genommen. Nächstes Update beim Stopp. Geil, weiter geht's. Mann, ist das schön. Einfach 4,5 Stunden durch die Nacht fahren und dann eine Tankstelle sehen, die offen hat. Mega geil. Stopp Nummer 1 angekommen. Sehr, sehr geil. Alles läuft. So, Geräte sind am Laden. Beta Fuel wird eingesetzt. Ich sag's euch, ich bete so hart. Mal zurechtschütteln. Schauen wir mal. Mann, ich bin so gespannt, wie das Zeug schmeckt. Oh, scheußlich, aber kann man trinken. Oh yeah, Update von Station 1. Genau, das sind bis jetzt 116 Kilometer, 5 Stunden 13. Alles tiefenentspannt. Nächster Stopp in 80 Kilometer. Bisher nicht viel passiert. Es ist schwarz wie die Nacht. Mir kommt vor, also jetzt gegen 4 ist es dunkler als früher gegen 2. Weiß aber nicht. Ich habe vorhin schon gedacht, ob es hier vielleicht Wolken gibt, aber gibt keine. Dementsprechend eigentlich alles easy. Es rollt super gut. Ich freue mich auf den Sonnenaufgang. Freundin ist auch schon gerade in München gestartet. Sie treffe ich beim 200 Kilometer Stopp. Sie hat die weitere Verpflegung. Ich habe schon das erste Mal Beta Fuel Strawberry Lime probiert. Schmeckt komisch, sage ich euch. Aber ich glaube, ich schmecke nur Metadextrin. Aber egal. Erfüllt den Zweck. Wird getrunken. Kann ich mich umso mehr aufs nächste Red Bull freuen. Geil. Passt. Bis gleich. Oh yeah, da freut man sich. Ist man richtig gut in Laune und dann hat Komoot einfach
die ganze Route verworfen. Sehr, sehr schade. Er ist, glaube ich, einfach von Navigation gekillt auf Aufzeichnung gegangen. Fail, 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 fail. Na, wenigstens kann man einfach direkt wieder einsteigen. Es wird kälter, also wir haben es uns echt angeschaut. Also bis die Sonne aufgeht, wird es jede Stunde kälter. Und von der Tour ist es jetzt quasi 4 Uhr morgens. Von der Tour ist es jetzt am kältesten. Und ja, vielleicht gönne ich mir noch mal warme Schuhanlagen, weil den Fingern ist auch frisch. Und ich war froh, dass die Pause vorbei ist und ich wieder ein bisschen reinstrampeln kann. Weil es ist frisch geworden im Stehen auch noch. Temperatur habe ich natürlich keine für euch. Aber Tiefsttemperatur in der Nacht ist 6 Grad. Sowas herum. Geil, GoPro hat sich gerade wieder mal aufgehängt. Einfach ausgeschalten und neu gestartet. Hab ich vermisst. Weiter geht's. Ist das hier schön. Aber der Grund des Anhaltens ist nicht die Schönheit, sondern es gibt ein Problem. Und zwar dieses Dextro-Zeug. Diese Scheiße hat sich, glaube ich, auf keinen Fall ganz aufgelöst. Ja, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wahrscheinlich nicht. Aber hier unten klebt noch ein bisschen von dem Zeug. Was? Schaut mal, ob das geht. Seht ihr dieses Zeug? Das sollte nicht da sein. Was das Trinken ziemlich mühsam macht. In der Hoffnung, dass es sich bald auflöst. Oh Mann, 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 das Dextro-Zeug hat sich besser stressfrei aufgelöst. Vor allem würden jetzt nicht meine Finger wieder kleben. So. Locker bleiben. Und auf jeden Fall ein bisschen mehr Zuwendung. Sicher, sicher. Bevor ich nochmal stehen bleiben muss. Ja, man braucht auf jeden Fall ein bisschen mehr Zuwendung als Dextro. Also ein bisschen Wasser übrig zu haben, falls deine Hände kleben, habe ich mir echt als very nice von den vielen Probefahrten. Alles für das Ziel, aber wenn die Hände kleben, ist schon ein bisschen scheiße. Noch ein Schluck kaltes, klares Wasser. So, Versuch, Daumen drücken. Okay, kommt jetzt durch. Habe schon viel Scheißsachen in meinem Leben getrunken. Alter, auf der Scheißskala, wenn 10 untrinkbar ist, ist es schon so eine 6 bis 7. Das macht die Fahrt schon ein bisschen weniger geil. Bisher mit Dextro und so war ich echt super glücklich, super happy unterwegs, aber dieses Zeug ist schon ein bisschen scheußlich. Hätte ich doch Orange Flavor nehmen sollen. Schauen wir mal, ob die GoPro das lichttechnisch verhältnismäßig Wahnsinnswort hinbekommt. Ich glaube aber schon, so wie es hier ausgeleuchtet ist, muss das klappen. Also, wahrscheinlich seht ihr noch nichts, aber ich sehe mehr als genug. Würde eigentlich schon reichen, das Licht auszuschalten, aber dann vergesse ich es auf der Straße wieder einzuschalten. Aber gerade vorhin ist hier links neben mir ein Reh gestanden, 10 Meter entfernt. Und es war so geil, weil mein Licht leuchtet ja dort nicht hin. Es hat gedacht, ich sehe es nicht. Ich habe mir gedacht, ist es ein Reh? War fix ein Reh. Und ja, deshalb, ich habe es genossen, das Reh hat es genossen. Was ich kurz erwähnen wollte in dem Zusammenhang, diese Zeit, wo ich hier gerade fahre, also 5 plus minus Uhr morgens, ist wirklich die schönste Zeit. Also es ist so unfassbar. Ich zeige euch hier ein paar Fotos, wie ich letztens da in Niederösterreich gefahren bin, Richtung Wien, Nähe Melk. Habe ich echt so viel Rehe, so viel Hasen, alles mögliche, Greifvögel, Frettchen, Igel, alles wirklich gesehen. Aber vor allem so viel Hasen und Rehe, das war echt verrückt. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viel Hasen und Rehe gesehen, also kein Witz. Ich glaube noch mehr Rehe, also Rehe sicher 60 bis 80. Die sind echt so in Rudeln gestanden, so 5 links, 5 rechts, dann wieder 2 über die Straße gelaufen. Und Hasen sicher auch 30 bis 50. Deshalb, es ist ja eh schon geil, es wird hell, ist wirklich krass. 6 Stunden schon unterwegs, 7, da, ein Reh. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber ich spreche davon und da hoppelt eins. Ist das cool, ich genieße voll, halte einfach die Augen offen. Du musst eh nichts Besonderes machen, du schaust einfach nur und genießt diese Stunden und du wirst was sehen. Voll genial! Die Sonne geht auf, kann man noch nicht sagen, aber der Morgen beginnt. Oh yes! Es beginnt schon langsam Tag zu werden. 5:30 Uhr morgens. Das ist wirklich herrlich. Und zwar, wenn du dir kurz denkst, wie weit ich wohl schon bin, weil die nächste Etappe jetzt quasi bis zum zweiten Stopp sind 80 Kilometer. Wenn ich den 25er Schnitt aufrecht halte, sind das nur knapp über 3 Stunden, was echt zügig wäre.
Deshalb, also die Hälfte haben wir vielleicht schon wieder. Auf jeden Fall, wenn du hier fährst und dir denkst, wie viel hast du denn vielleicht schon? Und dir dann denkst, Mann, das ist scheißegal. Du wirst auf jeden Fall heute Nacht super gut schlafen, weil du die nächsten 10 Stunden eh noch fährst. Also, kümmere dich nicht um solche bürgerlichen Maßeinheiten, würde das Känguru vermutlich sagen. Easy, einfach treten, chillen, genießen, super geiles Beta-Fuel trinken. Ich bin drauf gekommen, der komische Geschmack ist eigentlich nur während dem Trinken. Ich glaube, ich kenne das irgendwoher, weiß nicht. Aber du schmeckst, dass es mehr ist als Flüssigkeit. Und im Abgang hat es eigentlich einen geilen Geschmack. Da kommt so ein bisschen synthetischer Flavor durch. Auf keinen Fall schmeckt es nach Erdbeerlimette. Aber vielleicht ein bisschen Lime im Abgang. Macht Spaß. Ich freue mich schon wieder, wenn ich auf dem Radweg bin. Wenn du die Strecke schon kennst, hast du auf jeden Fall einen Vorteil. Weil wenn ich mich richtig erinnere, dann kommt da vorne gleich die 10% Steigung. Und ehrlich, ich freue mich drauf. Ich glaube, auf der Hauptstraße ist das die steilste Steigung. Und der ist echt nicht schlimm, der Berg. Und ich weiß sogar schon, dass nach dem ersten Berg noch ein zweiter Berg kommt. Aber dann hat man es schon geschafft. Und es geht richtig geil bergab. Also, let's go. Was? Das glaube ich nicht. Der Kraxenberg, 11%. Und ich habe ja noch die Route umgeplant, um ein paar Höhenmeter rauszunehmen, weil es waren ja 2,7 oder 2,5. Und ja, voll geil. Es geht vorbei am Kraxenweg. Ist das episch. Mann, und ich war so vorbereitet. Ich habe mich richtig gefreut jetzt. Gemütlicher Anstieg. Bisschen was leisten am Morgen. Kraxenberg zum Sonnenaufgang. Aber nein, stattdessen vorbei. Ich habe mir echt gerade mental gedacht, jo, geht's vorbei vielleicht. Und in dem Moment sehe ich auf Komoot, vielleicht könnt ihr das auch erkennen, links Kraxenberg, geradeaus wir. Einfach ein Traum, genießen wir. Reminder, wenn du am Ziel bist, du fährst 9 Monate Rennrad in deinem Leben und legst direkt eine 400 Kilometer Distanz zurück. Hat Potenzial, würde ich sagen. Erstens, ich muss sagen, ich habe heute echt die ersten 120 Kilometer statt jede Stunde 2 Riegel, jede halbe Stunde einen gegessen. Man isst eigentlich dann nur noch konstant die ganze Zeit, aber verdauungstechnisch habe ich es echt super weggesteckt. Und es hat eigentlich gar nicht gedrückt heute. Echt Magen in optimaler Kondition. Und ein bisschen später hat man zu pupsen begonnen, aber im Verhältnis zu 2 Riegel pro Stunde ungefähr nur 30% so viel. Und deshalb hat es auch weniger gedrückt. Also auf gut Deutsch, deutlich weniger Blähungen und geht besser. Oh ja, yeah. Beginnt echt wunderschön zu werden. Heute übrigens 22 Grad Sonnenschein, weil jetzt viel Sonnencreme verwendet werden. Punkt 2, genau, wenn man jetzt vergleicht das Übel, das Beta-Fuel, meine Geschmacksrichtung, scheußlich schmeckt, aber ich dafür nicht jede halbe Stunde einen Müsli-Riegel essen muss, ist das Weltklasse. Also es ist das Leiden wert. Also ich glaube ja erst, wenn ich heute angekommen bin, dass das Zeug echt so gut funktioniert und ich echt nichts mehr essen muss, sondern einfach nur trinken kann. Laut Nährwerten, an die ich glaube, sollte das so sein. Aber ja, schauen wir mal. Wenn man 1:1 tauscht, ein Übel mit dem anderen Übel, Take, Scheißgeschmack, dafür mehr Performance. Ist doch optimal. Geil, habe ich es erwischt? Ich glaube, ich habe es richtig erwischt. Hätte ich es verpasst, wäre ich hier rechts drauf gekommen. Also alles halb so schlimm. Es ist geil. Wenn ich einen Counter hätte, die ganze Zeit, das wäre echt phänomenal, wie oft ich mir selbst die ganze Zeit sage, nicht racen, schön genießen, schön chillen. Ist gerade ein super geiles Lied gekommen, hat mich phänomenal gepusht. Und ich hätte in jedem Fall
richtig Lust gehabt, voll zu eskalieren. Auch bei diesen Steigungen. Geil. Sonne kommt sie schon. Genau. Sage ich mir jedes Mal. Ganz langsam. So wie wenn du raufspazieren würdest. Mann, das ist echt ein schönes Bankerl. Schaut euch das an. Ich habe mir eigentlich geschworen, ich mache keine Fotos, wenn die Tour soweit ist. Aber dafür bleibe ich stehen. Wenn ich schon stehe, hier auch noch ein Foto. Und weiter geht's. Weil ihr seht es eh in der vollen Pracht. Was für ein geiler Freitag. Also wie ich gestern einfach so die Sache vorbereitet habe und dann alles unter Dach und Fach war, habe ich mir wirklich die ganze Zeit gedacht, Mann, wie geil, morgen die ganze Zeit draußen, die ganze Zeit Radl fahren. Auf keinen Fall habe ich mir irgendwas Schlechtes gedacht. Ich habe mir nur gedacht, es wird super geil und es wird super geil und es ist super geil. Ich würde sagen, da fährst du so einen Hügel hoch und oben wartet der Sonnenaufgang. Jetzt könnt ihr noch Wetten abgeben. Ja, nein, vielleicht. Ich muss sagen, ich tendiere zu nein. Die Frage, ob da eine Ebene dahinter ist oder noch ein Hügel. Oh yeah. Mann, lass dich nicht von deinen Selbstzweifeln täuschen. Natürlich ist da die Sonne. Wie geil. Hier hoch fahren wir. Links, rechts. Check. Ja, schon eine Steigung. Undefinierten Grades, aber steil. Einmal links. Einmal rechts. Und nochmal rechts. Boah, ich glaube, das wird sehr angenehm und zügig. Oh shit. So gehört sich das. Welcome to Friday! Jawohl! Und kein Witz, da bin ich da runtergefahren mit 62 knapp. Und dann waren da 3, ich dachte zuerst Hasen, was ist das? Ich glaube, es waren Rebhühner, ich google die mal. Aber eins war cool, ist rechts geblieben. Dann war bestimmt ein Männchen, war irgendwie schwarz mit rot und bunt. Eins auf jeden Fall hat sich klassisch wie immer gedacht, ich laufe über die Straße, Bro. Ich laufe über die Straße, Bro. Hat er noch versucht abzuheben, hat nicht wirklich geklappt. Ich dachte mir, ich mache dich jetzt kalt. Und es dachte sich, Mann, ich gehe jetzt drauf. Es hat geklappt. Es ist nach links vorbei in die Hecke. Und ich bin durch. So schön. Was ihr hier übrigens teilweise seht, wenn ich das richtig gesehen habe, ist der R5 Radweg. Ist der R6 Radweg. Gefällt mir echt sehr gut. Diese Gegend ist echt traumhaft. Zum Fahrradfahren auch. Ich glaube, wir machen im Freundeskreis immer eine Fahrradtour, einmal pro Jahr. Nächstes Mal muss hier sein. Das ist der Hammer. Kann man so genießen. Schaut euch die Kirche an. Mann. Der Hammer. Dafür muss ich wieder mal stehen bleiben. Öffentliche Toiletten, voll genial. Einfach so ausgeschrieben. Auf dem Radweg. Ich meine, was wünscht man sich mehr? Echt, das habe ich letztens auch an der Donau entlang, Donauradweg. Öffentliche Toilette, einfach so. Und die war echt sauber picobello und gratis. Und ich würde sagen, hier ist sie bestimmt auch sauber picobello
und gerade ist. Mann, ich genieße es schon immer sehr. Okay, R104 Radweg, aktuell gerade. Aber ja, ich muss sagen, ich genieße es schon immer sehr in Österreich. Ja, es ist wirklich toll. Ich mache ein bisschen Werbung für mein Heimatland, also kommt nach Österreich. Voll geil, ich freue mich nochmal über die Vorbereitung. Wenn ihr euch erinnert, hier bin ich über das Feld gekommen. Hier. Weil hier vorne die Brückenunterführung gesperrt ist. Also hier nach rechts rüber. Und ich weiß das jetzt schon. Voll geil. Also muss ich mich nicht ärgern, muss keine Ersatzroute finden. Und weiß einfach, dass es jetzt gleich rechts hier hoch geht. Und dann geht's weiter. Ich muss sagen, einmal die Strecke Probe fahren, also eben die 75% und die 25% separat. Wirklich mega gebracht. Kann mich echt super viel erinnern. Echt schön. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber ich habe einen Screenshot gemacht, hier für euch. Wenn man den höchsten Peak der Tour und den größten Anstieg am Stück hinter sich hat, geil, 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 sagen wir mal, noch 13 Stunden, easy, noch 260 Kilometer, alles klar, in 35 Kilometer nächster Stopp, dann lasst uns mal genießen. So schade. Das war so eine geile Abfahrt. Mann, da werden die 60 auf jeden Fall durchgeballert worden. Aber was soll's, wenn der Weg nach rechts geht, kann man nichts machen. Leider. Außer einfach einen Umweg fahren, um die Abfahrt zu ballern. Ja, manchmal sollte man das vielleicht machen. Wenn du dich gerade daran erinnerst, wo du bist, auf der Gesamtroute, und ihr denkt, shit, den Part würde ich gern skippen. Ich weiß nicht, ich kenne irgendwie den Ausdruck hügelige Welt. Keine Ahnung, ob das hier ist. Aber hier hätte es auf jeden Fall 100% verdient. Es waren echt anständige Hügel. Rauf, runter. Vor allem anständig rauf. Hack am Hausruck. Da war hier echt eine Tafel, da ist gestanden, Fahrradfahren verboten auf der Straße. Wahrscheinlich, weil hier echt, also das ist nicht Dorf, doch, das ist Dorf. Darfst du hier nur mit 50 fahren. Auf jeden Fall auf der Straße war Fahrradfahrverbot und du sollst quasi am Gehsteig fahren. Sehr spannend. Obwohl Ortsgebiet und nur 50. Keine Ahnung, macht irgendein schlechtes Gefühl. Als ob schon der ein oder andere Fahrradfahrer über den Haufen gefahren worden wäre. Ja, danke. Vorsicht. Zeit für Sonnencreme. Aber sehr merkwürdig, wenn es eigentlich Zeit für Sonnencreme ist. Die Haut sollte sich freuen, aber sie brennt ein bisschen. Ich glaube, das heißt einfach schon 2 Stunden Wind. Kein Bock auf nichts, sagt die Haut. Geil, und das ließ sich gerade perfekt kombinieren mit diesem wunderschönen Schloss. Was auch immer es ist. Bis zum nächsten Stopp. Noch wahrscheinlich 50 Minuten, vielleicht nur noch 40. Ich glaube, die Hügel sind jetzt fürs Erste vorbei. Und geht eigentlich echt super gut dahin. Ein bisschen was los auf der Bundesstraße. Aber alles super nett bisher gewesen. Kein Witz, jetzt von 6 bis 8 ist es definitiv am kältesten. Vielleicht aber auch, weil so gegen die 200 Kilometer die Sachen schon durchgeschwitzt sind, besonders die Füße. Meine Zehen sind echt eiskalt. Hi, servus, grüß euch. Ich spüre, der Wind ist auch eiskalt auf jeden Fall, eher so in Richtung Skifahren. Aber ja, gleich bei der Pause. Aber ich glaube, Socken könnte ich wechseln.
Ich habe echt Ersatzsocken dabei. Das ist vielleicht ein guter Plan. Werden vielleicht nicht lang trocken bleiben, aber die Temperatur müsste jetzt schnell steigen. Irgendwas hilft bestimmt. Also Wärmeeinlagen jetzt anzuzünden, hat glaube ich keinen Sinn. Aber alles ist besser als kalte Füße. Was mir hier echt schon aufgefallen ist, ein paar Mal, hier scheinen die Kids mit dem Mofa zur Bushaltestelle zu fahren und von der Bushaltestelle mit dem Bus in die Schule. Echt ziemlich geil. Also die 40 hatte ich noch selber drauf, aber hier sind nur 30 erlaubt, ne? Also schön chillen. Unterführungsarbeiten direkt auf der Route Sock Amol. Bisschen umplanen. Und der Tagesordnung. Habe mir noch gedacht, ich gehe entspannt rein und frage, ob ich einfach vorbeigehen darf. Aber mit nix da hat er mir dezent beigebracht, nix da. Ich glaube, es ist nicht so ganz die Welt. Einfach außenrum statt diagonal. Kriegen wir hin. By the way, wir haben schon die 200 Kilometer passiert. In den nächsten 15 Minuten müsste Stopp 2 anstehen, auf den ich mich sehr freue. Und zwar eine Schnitzelsemmel, ein Red Bull und einfach 30 Minuten Pause. Oh yeah. Jawohl, jawohl, jawohl. Der Stopp ist nahe. Die Freundin ist auch nahe. Und die Schnitzelsemmel ist am nähesten. Hallöchen. Wie Hallo. geht's dir? Ich wollte jetzt mal aufstehen und in die Richtung gehen und dann kommst du. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich stell's einfach darüber. Boah, leck, Alter. Ich habe gefühlt vor einer Stunde gedacht, ich bin da. Aber war ich noch nicht, ja. Soll ich dir eine Schnitzelsemmel besorgen? Ja, mehrere brauche ich bitte. Aber ich kann selber auch reingehen. Ich vertrete gern selber die Füße. Vielleicht wartest du beim Fahrrad? Wie geht's dir? Fühlst du dich? Ah, wie fühle ich mich? Am Anus. Bisschen. Dieses Beta-Fuel verdreckt mein Körper nicht so, glaube ich. Im Sinne von, ich pups nicht. Aber ich habe auch keine Energie eigentlich. Ich habe echt viele Müsliriegel zusätzlich gegessen. Ich kriege immer so leicht Kopfweh. Dann esse ich den Müsliriegel, dann ist wieder alles gut. Und dann geht es wieder dasselbe. Aber ich hau mir trotzdem Beta-Fuel rein und es schmeckt scheiße. Eine voll geile guten Leberkässemmel auf die Halbzeit. Schmeckt's? Sehr geil. Sehr geil. Das Beste, Alter. Wenn du 3 Liter Beta-Fuel gesoffen hast, dann schmeckt dir alles wie ein Traum. Du kannst hier mal annippen, wenn du magst. Nee. Okay, probieren. Sehr neutral ist der Geschmack, würde ich sagen. Ja. Also gar nicht so intensiv oder so, wie ich mir das vorgestellt habe. Gar nicht so schlimm eigentlich vom Geschmack her, aber ich kann mir vorstellen, dass also ein Schluckchen anders ist als 3 Liter. Ich weiß, was du meinst. Es ist nicht so, es ist nicht 10 von 10. Scheußlich. Nee, es ist überhaupt nicht scheußlich. Ich habe es mir eher vorgestellt, dass es irgendwie intensiv ist, weißt du. Aber das war ja ziemlich gut. Ah, das hätte ich früher machen sollen. Das ist gut. Oh. Weißt du vielleicht ungefähr, wie viel Temperatur es hat? Nee, jetzt gerade nicht. 8,5 Grad, Alter. Okay. Besonders warm ist nicht. Nee. Bitte. Hallo! KTM! Auch nicht mehr mit? Wie sieht's aus? Müssen wir nochmal Akku wechseln? Geht doch, gell? 63, egal, nehmen wir.
Jo, weiter geht's. Garmin hat leider die Route abgebrochen in der Pause. Komoot ist abgestürzt, hat die Route abgebrochen, aber wir haben noch die Real-Life-Route. Ja, 5 Stunden, wir sind ungefähr 3 Stunden hinter dem Plan. 1,5 Stunden hinter dem Plan, aber das läuft. Also fahre ich jetzt mal weiter, 5 Stunden bis zum nächsten Stopp. Tschüss! Tschüss! Headset. Jetzt umkehren nach links abbiegen. Jetzt links abbiegen nach geradeaus auf Wiener Straße. Ich habe vergessen, mir die Kopfhörer reinzustecken. Da dachte ich, ich komme wieder. Hallo! So Leute, jetzt kommt ein absolut radikal illegales Manöver, das ihr nicht wirklich von mir gesehen habt. Zwar hier, da und echt radikal, dass Komoot sowas vorschlägt. Aber wir haben Glück gehabt, hat gut gepasst. Oh, das fühlt sich ganz anders an. Ein paar Schichten weniger Kleidung, keine Schuhüberzieher mehr, sehr gemütlich, Sonnenbrille. Aber ja, es ist nicht so warm, wie ich mir vorgestellt habe, aber okay warm. Sobald wir ein bisschen Schwung reingebracht haben, wird es schon passen. Wir sind in der Phase, der Gegenwind ist also Gegenwind auf jeden Fall vorhanden, ungemütlicher Gegenwind und deshalb einfach schön flach machen und schauen, gut durchzukommen und hoffen, dass er bald aufhört. Oh yeah, okay. Ich bin wieder einigermaßen zurück im Flow und hier Stau, Freitag, 10:30 Uhr ist eine komische Zeit eigentlich. Weiß nicht genau, was das bedeutet. Ob die alle in die Arbeit fahren, ob die frei haben und shoppen gehen. Gar keine Idee, dass es hier so viel Stau gibt. Eigentlich müssten die Leute im Office sitzen. Steil geradeaus, aber dafür wenigstens wunderschöne Aussicht nach links. Auf, auf, hinauf. Also definitiv die Etappe 200 bis 300 ist die beschissenste. Die ganze Zeit rauf, aber richtig geil wieder runter und gleich wieder rauf. Halleluja. Und wieder abwärts. Oh Mann, was für eine Ehre. Nagelneuer Radweg. Ich würde sagen, genau für diese Fahrt. Noch nicht mal Tafeln oder so aufgestellt. Hinten haben sie noch gearbeitet, also frisch vom Band ausgehärtet. Die Ends, wenn ich vorstellen darf. So unfassbar. Vor Skala schauen, 6,4 oder so. Heute Morgen hatte ich ja diesen ganz komischen Zustand, dass mir der Sattel plötzlich minimal zu hoch war. Das Ding ist, mein linker, was auch immer das ist, mein linker Teil von meinem linken Wadel ist wohl nicht ganz happy, dass mein Sattel jetzt tiefer ist. Und deshalb stelle ich ihn wieder ein bisschen höher, in der Hoffnung, dass danach mein Wadel wieder eine Ruhe gibt. Es ist nicht wirklich ein Wadel, ich zeige es euch gleich. Seht ihr das? Es ist quasi hier drin. Was auch immer es ist, also es ist der Anfang vom Wadel. Aber ja, sagen wir, es tut weh. Es fühlt sich, wenn ich stehe, wenn ich nicht tritt, spüre ich gar nichts.
Es ist spürbar, ein komisch definierter Zustand. Wenn man tritt, tut es leicht weh. Es ist jetzt gerade ein bisschen stärker geworden. Deshalb, ich hätte nicht ganz das Vertrauen, dass es echt noch 200 Kilometer gleich bleibt. Und deshalb, bevor es schlechter wird, war das der Versuch, was zu unternehmen. Sonst geht es mir voll gut. Ich spüre kein Knie, ich spüre keine Muskeln. Ich habe zwar nicht mehr maximal Bock, aber normalerweise gehe ich jetzt schlafen, also das ist in Ordnung, glaube ich. Aber, ja, so ein Halbkrampf ist eine ungemütliche Sache. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit der Höhe des Sattels zu tun hat. Weil war ja davor nie, Alter, nie. Auf 2500 Kilometer habe ich nie diese Stelle gespürt. Die scheint das, Junge, wenn man reindrückt, tut es scheißemäßig weh. Ich drücke mal ein bisschen rein und warte. In der Hoffnung, wie bei einer Triggerpunktmassage, dass es nachlässt. Scheint ein bisschen nachzulassen. Selbsttherapie ist das Beste. Rems, by the way, echt schöner Kanal hier. Du hast ein bisschen drauf getriggert. Wir hoffen einfach, dass es passt. Wahnsinn Sonne. Es wird heißer und heißer. 11:49. Ja, das war der Plan, wo ich mir noch mal Sonnencreme auf die Birne schmieren wollte. Aber ich glaube, ich gehe da runter. Passt, Probefahrt hat gepasst. Wir gehen es an. Da war gerade der nächste Hügel hinter mir. Aber das könnt ihr wahrscheinlich nicht sehen. Phänomenale Hügellandschaft. Ich meine, genau durch sowas fahre ich auch gerade, aber echt hübsch auf die Entfernung. Weiterhin sehr viel Wind. Meinem Wadel geht es echt besser. Also dieser Zentimeter scheint echt einen Unterschied zu machen. Und sonst passt noch alles vom Gefühl. Also ich hoffe mal, es bleibt so. Wenn man diesen Schwung hätte mitnehmen können, phänomenal. Ich brauche mal so ein Ding. Wird bestimmt eine Riesensauerei in meiner Tasche machen, weil es Honig ist. Aber ist mir egal. Jetzt ist der Moment gekommen, Honeybee. Aerobee meine ich. Ja. Echt geil das Zeug. Krass. Donau. Ich erinnere mich, wie ich mich letztes Mal gefreut habe, hier zu sein. Grüß euch. Bei der 300er Strecke ist ja der GoPro-Akku quasi explodiert, hat sich ausgedehnt und ist in der Kamera stecken geblieben. Deshalb hatte ich keine GoPro mehr zu diesem Zeitpunkt. Aber ich glaube, das war einer der 2 Hügel, Donauberg oder so heißt er, den ich damals hochgeschoben habe, weil ich mir gedacht habe, so auch wie ich jetzt eigentlich, wenn du fährst, bin ich zumindest nicht schneller als gehen. Du kannst mal was anderes machen, wenn du gehst. Und das war die Stelle, wo wir jetzt wahrscheinlich so 270, wo ich kein Licht mehr hatte und die restlichen 30 Kilometer einfach ohne Licht im Dunkeln mit Warnweste gefahren bin. YOLO. Aber hier war kein Schwein weit und breit. Also war auch beschränkt gefährlich, würde ich sagen. Aber nicht nachmachen natürlich. Also die Sonne brennt runter. Ist lustig, meine Füße sind noch immer nicht warm oder trocken, aber immerhin nicht mehr kalt. Und ich spüre, dass immer wieder so kühler Wind zwischendurch bläst. Also schon ein Fortschritt. Also ich habe auch noch immer den Windbreaker an, weil der Wind ist echt kalt. Ist ein schwer definierbarer Zustand, aber es sieht ja bombig aus.
Was ich sagen wollte, wenn du hier bei 36 Grad im Sommer durchfährst, bist du deppert, da willst du nicht sein. Ich glaube, du stirbst. Hitzeschock. Wasser gibt es auch keins auf 100 Kilometer. Spaß. Nein, keine Ahnung, in 15 Kilometer kommt der nächste Ort. Und vor 10 Kilometer war der letzte Ort so ungefähr. Heißes Pflaster bestimmt. Für dich, Steckelfisch. Gehen wir mal her. Ich lade dich ein. Mega geil, ich muss sagen. GoPro hält echt lang durch. Für mich kleiner Eincremen-Stopp. Weiter geht's. Also angenehm ist es schon sehr an der Donau, muss ich zugeben. Und hier gar nicht so schlimm monoton. Man hat eine gemütliche, immerhin weiterhin viel Gegenwind, aber immerhin im normalen Fahren hast du 22 km/h drauf. Was ich eigentlich erzählen wollte, ich habe gerade den ersten Wegweiser gesehen, Ybbs, an der Donau geradeaus. Das ist der dritte Stopp und somit die 300 Kilometer. Geil. Ich würde sagen noch 15 vielleicht Kilometer. Mega geil. Freue mich wirklich sehr. Und es ist krass, mit jedem Tritt, der man hier normal so aufrecht fährt, hat sich mein Fuß diese Stelle einfach komplett erholt. Ich habe gerade noch mal auf meinen Kopf geklopft. Soll natürlich so bleiben, aber ja, aktuell ist es echt gerade nicht spürbar und vorher war es konstant spürbar. Dementsprechend sage ich, das ist ein voller Erfolg. Fitheitszustand. Ich spüre meinen Arsch eindeutig, aber nicht so, dass ich es nicht aushalten würde, aber schon so, dass es unangenehm ist. Also wenn ich jetzt ein paar Mal aufstehen müsste für so kleine Hügel, wäre ich schon dankbar. Ich finde, es ist immer super angenehm, ein bisschen im Stehen zu treten. Sonst eigentlich alles in Ordnung. Sonst eigentlich nichts jetzt. Aber ja, dass der Arsch wehtut, ist zu erwarten gewesen. Leck. Ein Wind. Ich mache mich flach. Ungefähr unter 10 Minuten zum nächsten Stopp. Voll brillant. Wieder mal ein krasses Schloss hier. Boah, ich habe die Playlist geswitcht auf meine All-Time, All-Past, More Classics. Servus. Nein, gibt's doch nicht. Aber da kann man echt zweimal falsch sein. Hat doch gepasst. Heißt, Zeit für eine Pause, verdammt. So, jetzt aber. Das glaubt keiner. Dazwischen war echt so eine kleine Seitengasse. Die wär's gewesen. Mann, ist das geil. Nach 300 Kilometer noch immer eine Stunde schneller als die Komoot-Durchschnittsvorhersage. Perfekt, das ist ein gutes Gefühl. 4 Stunden 22 für 100 Kilometer. Dafür war die Etappe doch grandios. Hallo! Haben mich verpasst? Ich muss abstellen. Ah, Vorsicht, 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 Vorsicht. Boah, Junge. Alter, ja, da ist eh Schatten. Da ist auch. Wir können ja da hinten uns hinsetzen. Auto wollen wir ja. Schau, da gibt es sogar Geil, einen Leiter. Nimm ich. Ich hab dir gedreht und dir wird selber gekauft. Lächel mal. Gratuliere dir zu deinen 3. Boah, Junge. Aber ich, kein Red Bull, ich wollte fragen, da gibt es so viele. Ein ganz normales, Nicht stinknormales. mit Zucker, oder jetzt? Okay. Mit Zucker unbedingt. Ja gut, dass du fragst, mit Zucker. Weil ich wollte schon wie immer den ohne Zucker nehmen, dann habe ich gedacht, ich glaube letztes Mal war es mit Zucker. Voll wegen der Energie. Geil, du bimst die Traumfrau des Jahrtausends. Alter, das war hardcore, sag ich dir. So, Hat nicht alles wirklich trinken, Tränke. Spaß gemacht. Lass uns hier aufbauen einfach.
Du brauchst nur den Wasserkanister und die Essenstasche, das war's. Wenn wir schon so ein geiles Hockerl haben, dann verwenden wir das. Servus. So ungefähr. Sagen wir, ich bin gestern in München gestartet und hoffentlich in 5 Stunden in Wien. Ja, kurz ausgehen. Oh, deshalb machen wir kurze Pause dann. Das glaube ich, wir tun dahinter noch schneller, was? Definitiv. Also wenn du so Hügel fährst oder so, dann stehst du immer wieder mal auf, weißt du. Oder es kommt eine Kreuzung oder du musst abbiegen oder du schaust, ob Verkehr kommt oder so. Aber das ist echt gar nichts. Und du stehst auch nie auf. Also mein Arsch hat schon sehr gelitten auf die letzten 40 Kilometer. Weil du echt nur sitzt und nur fährst und nichts machen musst. Gar nichts musst du machen. Oh Mann, hier einfach sitzen ist so verdammt angenehm. Unfassbar. Update 300 Kilometer. Ich wurde gut versorgt von dieser tollen Frau. Jetzt geht es weiter 80 Kilometer über den Berg, habe ich mir selbst ausgesucht. Dann letzter Stopp und dann auf nach Wien. Pfui geil. Läuft. Gezogen an dem Ciao. Schlauch? Wo habe ich gezogen? Nee, habe ich noch nicht. Ich habe noch voll geil Red Bull Geschmack. Ehrlich will ich gar nicht. Ja, dann lass es. Vielleicht Ja. wird es sich eher mischen, während du fährst. Ja, es wird sicher gut funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, ist auch nicht schlecht. Dann merkst du es aus. Dann kehre ich ein bei einer Buschelstange und sage Schnaps, bitte Schnaps, Dann bitte. lässt du den Scheiß aus. Schnaps, so viel du hast, Schnaps. Also Schätzchen, pass ganz gut auf dich auf, fahr vorsichtig. Und danke für die Gastfreundschaft. Tschüss. Viel Glück. Dankeschön. Und ich habe noch Musik gewechselt. Ich höre jetzt Bloodhound Gang. Diesmal habe ich alles, glaube ich. Bussi, ciao. Wenn man sich Berge wünscht, Alter. So bin ich drauf. Nach 300 Kilometern. Aber Abwechslung ist ein Traum. Erste Steigung hinter mir. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war es auch die größte. Hier geht's ab. Gibt tatsächlich der Party und Ö3 DJ Party. Ebenso, eine andere. Ziemlich geil. Und man sieht echt, jedes Auto hier hat einen Sportauspuff. Egal wie langsam die Karre beschleunigt. Also die meisten kann man mit dem Rennrad locker abhängen beim Beschleunigen. Aber laut wie Sau. Also ja, so wirklich kann ich es nicht glauben, dass das letzte Viertel angebrochen ist. Ziemlich abgefahrene Sache. So eine Oldschool-Playlist, sage ich euch, rockt richtig hart. Ich kann sie gerne mal in der Videobeschreibung verlinken. Ein komplett verrückter Mix von allen Genres, die ich alle feiere. Ich freue mich einfach auch auf den Abschnitt. Das war der, wo ich so viel Rehe und Hasen gesehen habe, der einfach so wunderschön war. Deshalb, das sind die Anstiege auf jeden Fall wert. Kann man einfach richtig genießen. Und auch echt unfassbar, was so eine halbe Stunde Pause aus einem macht. Bestimmt auch eine Leberkässammel und ein Red Bull. Auch mein Hintern hat sich echt super gut regeneriert. Und die Lebensgeister sind auch wieder zurück. Aber ja, bestimmt, weil es die letzte Etappe ist. Und ich danach quasi vor den Toren Wiens stehe. Ich glaube, das macht schon auch ziemlich viel. Was, diesmal zählen wir mit Anstieg Nummer 2. Ich würde sagen, Nummer 3. Aufstieg 4. Aufstieg 5. Und wisst ihr, was das Beste ist? Ich weiß schon, dass es oben auf der Kuppe nach links geht. Und dann geht's bergab. Jawohl. Das letzte Mal bin ich hier in der Nacht gefahren. Und habe mir gedacht, nur nicht auf die Fresse legen, falls es Rollsplit gibt. Und gab's echt ein bisschen. Dasselbe gilt für jetzt. Hier gibt es eine Sandgrube, deshalb auch die verschmutzte Straße. Aufstieg Nummer 6. Servus. Das ist voll krank, dass das gut tut. Verhältnismäßig könnte man jetzt an der Donau fahren. Flach, komplett entspannt,
monoton, nichts zu tun, treten. Aber mein Arsch wird mir schon wieder so wehtun. Und hier, geil, bisschen Schub, nicht zu viel, schön genießen. Weniger Touristen. Jetzt kommt die echte Abfahrt. Keine Sorge. Schon schade. War ein guter Run. Bei diesen Tafeln, die gibt es ja öfter, haben sie echt ein bisschen übertrieben. Eine hätte voll gereicht, dass kein Auto reinfahren kann. Aber dieses Slalom, ich würde sagen, bin mir nicht sicher. Aber wir machen einfach weiter. Zählt als 7. Ich glaube 6 hatten wir. Das ist auf jeden Fall 8. Oder einfach der nächste. Wir sind noch immer bei 8. Das ist ein längerer. Ich habe mal hier vorgezählt. Wenn das so stimmt, erstellt, haben wir gesamt 15. Das heißt, nur noch 6. Perfekt. Wenn du Beta Fuel nicht mehr saufen kannst. Oh. Nummer 9. Den größten Teil von Aufstieg 9 hinter mir. Ich würde sagen, stellt euch 10, 11, 12, 13, 14, 15 einfach ganz genau so vor. Ich genieße es sehr, aber es ist immer sehr anstrengend, die GoPro ein- und auszuschalten. Also spare ich mir das bei den nächsten. Bisschen beschissen, die Anstiege sind krass und es ist verdammt heiß. Und die Sonnencreme rinnt leider ins Auge. Bisher hat es noch echt gut geklappt, mit dem Handschuh rauszuwischen. Ich hoffe, dass das so bleibt. Das hier ist übrigens ein Teil der Römerradroute. Jetzt kommt die verdiente Abfahrt. Nach so einer Tour verstehst du die Wirkung von Zucker und Koffein ganz anders. Kohlenhydrate, normale, echt extrem krass einzusetzen. Ich hatte dazu ein bisschen Down im Sinne von eher so die Hitze, zu wenig getrunken, die Gatorade noch reingekippt, zu viel getrunken und dachte mir echt so, nicht, dass du runterfallst quasi vom Radl. Dachte mir, okay, dann gibt es diese Dextro-Riegel, wo ich eigentlich gesagt habe, sie schmecken scheiße, aber das ist halt echt so eine, also bei warmer Temperatur echt okay eigentlich. Es klebt alles extrem zusammen, wahrscheinlich pure Zucker. Einen habe genau gewusst, den brauche ich jetzt. Dann haben wir den reingeballert, läuft echt der Wahnsinn. Ich würde sagen Aufstieg 11 by the way. Viel ist es nicht mehr. Und hier bin ich letztens runtergefahren. Beim Aufstieg habe ich hier links in den Wald noch ein Reh reinflüchten sehen. Dann komme ich hier so entlang und circa bei der gelben Tafel springt das einfach vor mir über die Straße und läuft rechts übers Feld. Gerne hier die Aufnahme vom Handy. Echt der Hammer. Ich war ziemlich schnell. Deshalb. Schaut euch das an. Deshalb wollte ich hier fahren. Das ist doch 10-mal so geil wie an der Donau. Das ist übel. Ein Platten. Moment, wir müssen die Zeit notieren. 17:15 Uhr. Wäre eh gleich Zeit zum Eincremen gewesen. Deshalb dachte ich mir, also in 15 Minuten. Ich habe noch überlegt, hält der Reifen nicht. Aber ja, man weiß nie, was eingefahren wurde. Ich gehe nur davor, bis zum Schatten. Dann regeln wir das. Kilometer 350, ein Platten. Hoffen wir mal, dass der Mantel in Ordnung ist. Und dass man eine mega geile neue Pumpe auf Hochdruck pumpen kann. Echte 8 Bar zusammenbekommt. Läuft, ich glaube 10 Minuten. Netten Plausch gehabt mit einem Herrn auf dem Weg zum Friedhof. Und ja, man sieht nichts.
Bisschen skeptisch, aber scheißegal. Wir wissen ja, der Reifen hat eine kleine Vorgeschichte. Dementsprechend neuer Schlauch rein, weiter geht's. Es hat verhältnismäßig echt super gut geklappt. Zeitcheck, 15 Minuten. Aber erstens beten, dass der Schlauch hält. Natürlich habe ich einen schon mal geflickten Schlauch mitgenommen. Aber ich habe ihn extra nochmal überprüft. Und vor allem viel wichtiger, dass die Pumpe jetzt funktioniert. Theoretisch kann sie bis 8 Bar reinpumpen. Aber das Geile ist, sie hat keine Anzeige. Also, ich würde echt gern wissen, wie sich die Leute sowas überlegen. Das dauert in jedem Fall. Angeblich funktioniert der Drucktest nur bis zu 2 Bar. Bald geschafft. 6 vielleicht? Update, alles gefixt. Beten, dass das hält. Die Freundin hat im Auto noch die große Pumpe, aber ich würde echt sagen, 5, 6 Bar habe ich schon reingekriegt. Die Pumpe geht einfach dann sauschwer. Ich glaube, das heißt, jo, es geht schon langsam dem Ende zu, es zahlt sich nicht mehr aus. Einfach Daumen drücken. Und wenn ich einen zweiten Platten kriege, schau, dann bin ich raus. Weil, ja, ohne Wasser unterwegs fixen, keine Chance, würde ich sagen. Ich hatte nicht mal eine Idee, wie ich es angehen würde, sollte, ein Loch zu finden. Wenn du keine Methode hast, das Loch zu finden. Aber ich würde sagen, wir brauchen uns nicht darum kümmern. Mann, ich glaub's nicht, Alter. Das ist eine geile Mitfahrgelegenheit. Was ist denn das? Ich glaube, das ist eine Babyschnecke. Das ist ja ein süßes Ding. Passt. Real Life, fortsetzen. Komoot, fortsetzen. X2C Exhibit. Passt schon, nicht komplett zu verkacken. Passt, Bremse ist eingehängt. Zeug hängt drauf. Kette hängt drauf. Reifen rollt. Wird sicher nicht so geil rollen, weil... Aber Käppchen ist drauf. Nee. Vorne? Wieso fehlt denn vorne das Käppchen? Hat mir sicher jemand gestohlen. Ich denke immer gut an die Menschen. Hat mir sicher jemand gestohlen. Aber krass, ich habe schon gedacht, ich habe hinten verloren. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt, aber wenn es was bringt, bei 8 Bar. Servus. Rollt. Nehmen wir. Besonders geil auch, wenn du mit schmierigen Händen deine Birne eincremst. Ich kann mir vorstellen, wie meine Birne jetzt aussieht. Und ich habe echt so einen netten Herrn noch getroffen, der auf dem Weg zum Friedhof war mit seiner Frau. Wollte mich echt auf ein Wurstbrot beim Bauern einladen. Mega nett, mega nett. Ja, den Weg musst du kennen, sonst fahrst du 5-mal im Kreis. Habe ich letztes Mal gemacht. Deshalb kenne ich ihn dieses Mal schon. Jawohl. Mann, ich bin echt schon neben der Spur. Man sieht es an solchen Sachen. Gerade habe ich mir gedacht, wo ist mein Handy? Aber habe es an der Lichthalterung gesucht. Dabei ist hier mein Handy. Okay, das bedeutet 20 Stunden wach. Aufpassen, nicht zu verkacken. Schön langsam wirkt sich's aus. Hey Baby, ich hoffe, alles ist in Ordnung. Du hast die letzte Nachricht noch gar nicht abgehört. Ich hatte einen Platten. Drück mir die Daumen, dass der hält. Also plus eine halbe Stunde wahrscheinlich. Willkommen in St. Pölten. Lang kein Update mehr. Aber für die Egger Brauerei auf jeden Fall. Sehr geil. Läuft eigentlich alles gut. Noch 1 Stunde 30 bis zum Checkpoint. 400 Kilometer. Dann wäre es knapp 20 Uhr. Letzter 15. Anstieg. St. Pölten hinter uns. Dann müsste es nur noch flach nach Wien gehen. Oh yeah. Yeah. Mein linker Trizeps hat gerade einen Krampf gekriegt. Gerade noch abgefangen. Also ich habe auf jeden Fall einen komischen Zustand. Nicht, dass ich müde wäre. Also mein Geist scheint noch wach zu sein. Langsam aber wach. Aber ich spüre es an den Augen, dass sich die irgendwie anders verhalten als normal. Treten geht, Beine geht, Arsch geht auch. Echt, die Berge haben mir so gut getan. Also ja, alles geht. Hand, Ballen tut mir weh und so wie wir es gerade am linken Trizeps gesehen haben, fangen Teile an auszufallen. Aber auch in Ordnung. Ich bin jetzt schon Triggerpunkt-Spezialist. Mein linkes Wadel, meinen rechten Oberschenkel und meinen Trizeps habe ich selbst on the fly behandelt.
Und es scheint was gebracht zu haben. Ich brauche jetzt noch ein Blättchen für eine Pinkelpause. Ich glaube, ich nehme einfach mitten das Feld hier. Und dann geht's weiter. 1 Stunde noch bis zum Treffpunkt. Mega geil. Mit der Killing. Gleich neben Ultra, Ober und Ultimate Killing. Geil, geil, geil. Kein Witz jetzt. Kommt wirklich. Ich glaub's nicht. Zeit für eine Biene. Alter, die haut so rein. Das ist einfach so ein geiler Geschmack. Einfach Kakao mit Honig. Boah, also so bitterer Kakao. Aber der Honig ist so süß. Mega krass. Mega krass. Und wenn du dazu Beta Fuel trinkst, dann schmeckt es noch 10-mal geiler. Es ist der Moment gekommen, wenn das Navi quatscht und quatscht und quatscht und du denkst dir nur, hoffentlich hat es geheißen, geradeaus. Schaltest das Display ein und es war geradeaus. Sehr geil. Erfolg. Mann, 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 Mann. Die letzten 10 Kilometer zur Tankstelle sind angebrochen. Es ist 20 Uhr, wenn ich dort bin. Und ich habe dann, glaube ich, 395 oder so Gesamtkilometer. Da wird noch mal kurz aufgeladen. Und dann geht es die letzten 30 Kilometer nach Wien. Mann, ist es schön. I can feel the end is near. Hell yeah, Diggi, Diggi. Mann, 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 Mann. Aber was ich echt das erste Mal bei den 200 festgestellt habe, und heute ist so ähnlich, auch wenn zwischendurch was zwickt, gegen Ende läuft alles irgendwie butterweich. Alles, was vorher gezwickt hat, gibt es nicht mehr. Funktioniert einfach. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So ein seriöser Kerl bin ich geworden. Für die letzten 5 Kilometer, weil es jetzt eine stark befahrene Bundesstraße ist, hole ich das Rücklicht. YOLO. Und ja, es wird auch schon wieder frisch. Ich werde mir fix Beinlinge anziehen und eine Weste, wenn ich bei der Tankstelle bin. So ist das schön, wenn Bob Marley singt in meinem Ohr. Und wie soll man denn nicht ganz gemütlich ans Ziel kommen, wenn Bob Marley singt? Ist keine Option. I wanna know and treat you, love and treat you right. I wanna love you every day and every night. Komm schon, mittelmäßiger Mechanismus übrigens. Oh yeah. Keine Ahnung, ob ihr es schon sehen könnt, aber da vorne ist der OMV Treffpunkt Nummer 3. Geil. Yeah. So schnell für mein Handy. Juhu! Gratuliere dir zu deinen 400 Kilometern. War die Frage, wie fühle ich mich? Nein, ich habe gesagt, gratuliere dir zu deinen 400 Kilometern. Danke, Schatz. Hardcore. Echt hardcore. Lass uns loslegen. Wie fühlst du dich? Das war ein guter Abschnitt, oder? Du warst super schnell. Ja, ich war echt schnell. Der hat mir viel Spaß gemacht, aber die Berge waren echt das Beste, weil ich nicht am Sattel sitzen habe müssen. Also weil ich, ja, mein Arsch, Alter. Also mein Arsch ist auf jeden Fall Status ungemütlich. Boah, krass, ich muss aufs Häuschen, Hase. Weißt du was, geht drinnen was? Oh, da muss man... Ich war noch nicht drin. Ich kaufte mir auch eine Semmel, glaube ich. Komm mit und kauf Semmel. Oder kann ich irgendwas danke, schon beste vorbereiten? Frau der Welt. Gib es rein. Also die letzte Beta Fuel Expertennahrung haben wir einfach weggeleert wie Gülle. Und jetzt machen wir richtige Expertennahrung. Komm, halt mal in die Kamera, Schatz. Was gibt's denn Gutes? Powerade. Powerade und Gatorade gemixt als ultimatives Supergate. Dröhnen wir uns rein für die letzten 30 Kilometer. Sehr geil. By the way, ich habe gerade festgestellt, nachdem ich am Häuschen war, für 400 Kilometer sieht meine Fresse ganz gut aus.
Also wir haben gerade improvisiert, da wird die Thermohose noch angezogen, es ist wirklich schon frisch. Hier frische Socken, die dicken Handschuhe, Überzieher, Windbreaker-Weste, volles Paket nochmal. Wir sind jetzt offiziell Leberkäse-Junkies. So, irgendwo muss noch ein Licht rumliegen. Ne, hängt noch, alles gut. Ah, darf ich vielleicht ein Müsli-Riegel essen? Ja, hau ab. Das ist alles essen, was wir noch haben. 124 Puls im Stehen, Alter. Der ändert sich, glaube ich, gar nicht mehr im Fahren. Habe ich jetzt einen Red Bull getrunken? Nein. Macht nichts, brauche ich auch keinen. Ich habe mir noch so einen Guarana-Kick reingehaut vorhin. Passt schon. Oh. Warte, Lichtcheck. Abchecken, wovon, abessen. Auf keinen Fall. Passt. Na okay, gib mir das Red Bull, ich sauf's noch am Weg. Sicher, sicher. Kalt oder Zimmertemperatur? Zimmer öffnen gleich, wenn geht. So eilig ist nicht. Warte, gib mir einfach, ich bin stärker, weißt du? Jo. Möge der Geist mit dir sein. Banane. Oh, jetzt brauche ich fix keinen Riegel mehr. Wochenende also. Jetzt nicht überfahren werden auf die letzten Meter von einem Proleten, der auf 10 Meter auf 100 beschleunigen will. Ich lieb dich. Jawohl, 30 Kilometer. Wenn du jetzt nach einem Kilometer denkst, ist mir egal, ruf mich an, ich hol dich ab einfach. Mach ich. Tschüssikowski? Die Brille hast du, oder? Falls was in die Linsen reinkommt. Vielleicht. Voll egal, wird nichts passieren. Lieb dich. Geil. Race Vienna. Ich komme, verdammt. Tschüss. Da drüben geht schon wieder der Mond auf. Ein kleiner GoPro Lichttest. Ich schätze, es ist fast alles schwarz. Daher mal sehen, was das S23 Plus draus macht. Können Sie das hören? Das sind Frösche und die sind unglaublich laut. Ich habe wirklich keine Ahnung, ob das rüberkommt durch die Kamera oder ob das geht. Aber wenn, dann die GoPro vielleicht, also echt laut verstärken. Echt krass. Ganz wichtige Sache meinerseits. Auch wenn es nur noch 20 Kilometer sind, bin ich jetzt stehen geblieben und habe mich von ein paar Sachen entledigt. Wir haben es zu gut gemeint. Haube, dicke Handschuhe und auch so die Teile, die man um den Hals gibt, so ein Schlauchschal, aber so ein Gore-Schlauchschal, der Windbreaker ist. Also alles viel zu warm. Genau, also stehen geblieben, ausgezogen, weil, egal in welchem Zustand, es muss gemütlich sein. Immer. 20 Minuten, 7,6 Kilometer. Ich glaube, wir könnten schon in Klosterneuburg sein. Das ist kurz vor Wien. Also auf jeden Fall ein Katzensprung. Ab hier läuft ganz cool eigentlich. Hier ist man zwischendurch echt windgeschützt. Da geht echt anständig was, ist angenehm. Die ganze Zeit massiver Gegenwind, keine Ahnung. Ich würde sagen locker 20, 25 km/h. War sehr anstrengend. Mega geil. Im Autojargon the last mile. Die letzten Kilometer. Geil, wir sind gleich da. Da vorne noch hoch, links über die Brücke. Ziel, finito. Es ist 24 Stunden nach dem Start und es sind 430 Kilometer. Mann, Details kommen jetzt. Das ist doch mega episch. Yeah. Jawohl! Willkommen in Wien. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich glaube, der Kopf wird ein bisschen langsamer. Das spürt man. Und der Körper weiß, wenn er ankommt, also macht er immer ein bisschen entspannter. Aber war geil. Fast ein bisschen schade, dass es vorbei ist, aber auch voll geil, dass es vorbei ist. Ich habe mir überlegt, ob du nach München noch fährst? Nein, das ist ziemlich verrückt, dass ich am 1. November ein Rennrad gekauft habe. Nach 6 Monaten sage, geil, beste Challenge der Welt erledigt. Und jetzt verkaufe ich es wieder. Das ist so geil. Das ist wirklich geil. Also so geht's mir. Es ist wirklich ein tolles Fahrrad. Hat riesen Spaß gemacht.
Und toller Fahrer. Voll geil. Wir haben es geschafft. 430 Kilometer. Wir sind in Wien. München gestartet. Mann, war das ein geiles Abenteuer. In diesem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal.